Viele glauben, man müsste sich einfach zusammenreißen, lächeln, aufstehen, weitermachen, als wäre Freude eine Entscheidung, die man einfach nur treffen muss. Aber du fühlst es, da ist ein Gewicht, nicht laut, aber stetig, und es lässt sich nicht wegdenken. Und genau das ist kein Zeichen von Schwäche, sondern ein stiller Ruf deiner Seele. Denn Gefühle sind keine Lichtschalter. Du kannst nicht von dunkelblau zu sonnengelb springen. In diesem Video zeige ich dir, warum kleine Schritte nicht weniger wertvoll sind, sondern heilsamer, als du denkst. Du denkst vielleicht, du müsstest längst wieder funktionieren, wieder lächeln, wieder fröhlich sein. Du bist schließlich stark oder musst es sein. Aber dein Inneres flüstert etwas anderes. Vielleicht sagt es nichts. Vielleicht ist da nur Stille, Nebel. Und vielleicht ist es genau diese Stille, die am meisten wehtut, weil sie dich daran erinnert, dass da etwas ist, das du nicht mehr spüren willst oder kannst. Wir leben in einer Welt, in der Tempo verwechselt wird mit Heilung, wo ein Kopf hoch oft mehr Druck macht, als es Trost bringt, wo das Weitermachen als mutig gilt und das Innehalten als Schwäche. Aber genau hier beginnt der Weg. Nicht im Reiß dich zusammen, sondern im Ich sehe mich. In diesem leisen Moment, in dem du dir selbst eingestehst, dass du gerade nicht stark bist und dass das in Ordnung ist. Traurigkeit ist nicht das Problem, der Widerstand gegen sie ist es. Stell dir einen Raum vor, in dem du tastest, suchst, klopfst, aber keine Tür findest. Genau so fühlt sich emotionale Erschöpfung an. Nicht laut, nicht dramatisch, sondern wie ein bleiernes Schweigen in dir. Und dann kommen Gedanken wie, ich sollte doch dankbar sein. Anderen geht es schlechter. Oder ich habe doch gar keinen Grund. Aber Gefühle folgen keinem Logikplan. Sie sind wie Wetter. Sie ziehen auf, ohne zu fragen. Sie bleiben, bis sie sich von selbst wieder verändern. Und sie wollen nicht kontrolliert werden, sondern gesehen. Dein Schmerz will nicht gelöscht werden. Er will anerkannt werden. Wie ein Kind, das weint. Nicht, weil es manipulieren will, sondern weil es nicht anders kann. Du denkst, du musst dich jetzt zurückkämpfen. Aber was kommt, ist keine Freude. Es ist vielleicht Wut oder purer Frust. Vielleicht sogar Abwehr gegen alles. Gegen dich selbst, gegen die Welt. Und das ist der Wendepunkt. Denn Wut ist Energie. Sie ist wie ein inneres Nein gegen das Feststecken. Sie ist der erste Funke. Sie ist laut, wo alles andere still war. Aber oft kommt davor noch etwas anderes. Gleichgültigkeit. Leere. So, als wäre alles farblos geworden. Diese Gefühle wirken wie Stillstand, aber sie sind Teil des Wegs. Sie sind nicht das Ende, sondern Zwischenräume. Und genau diese Zwischengefühle sind entscheidend, denn sie sind das, was zwischen dunkelblau und sonnengelb liegt. Ohne sie geht es nicht. Manchmal brauchst du erst die Schicht der Gefühllosigkeit, das Schweigen in dir, den Moment, in dem alles sinnlos wirkt, weil genau daraus die Kraft entsteht, sich zu regen. Danach kommt Wut,
dann Erleichterung, dann ein zögerndes Lächeln. Vielleicht. Es ist kein Sprung, es ist ein Weg, wie ein Sonnenaufgang im Nebel. Zuerst siehst du nur grau, aber das Licht ist schon da. Es gibt keine Liste, die dich repariert, aber es gibt Gesten, die dich erinnern, kleine, stille Zeichen, dass du dich noch spüren kannst. Ein Spaziergang ohne Ziel, nur dein Atem, nur dein Schritt. Kein Ziel, kein Plan. Musik, die nichts erklärt, aber alles fühlt. Ein Satz, den du dir leise aufsagst. Ich darf traurig sein. Vielleicht schreibst du einen Brief an dich selbst, nicht um etwas zu erreichen, sondern um dir zuzuhören. Vielleicht setzt du dich einfach hin und atmest, nicht um etwas zu ändern, sondern um da zu sein, für dich. Heilung ist nicht das Wegmachen der Traurigkeit, es ist das Bei-sich-Sein in ihr. Es ist der Moment, in dem du dich nicht mehr drängst, anders zu sein, sondern beginnst, dich wieder zu fühlen. Und die Schritte dorthin gehen durch die Zwischengefühle, vielleicht durch Scham, durch Leere, durch Unruhe und erst ganz am Ende, wie eine zaghafte Erinnerung, leise Freude. Freude kehrt nicht zurück, wenn du sie forderst. Sie kommt, wenn du aufhörst, dich zu bekämpfen. Vielleicht zuerst als Moment, ein Lächeln, das du gar nicht geplant hast, ein Blick in den Himmel, der dich plötzlich berührt. Diese kleinen Funken sind keine Zufälle, sie sind Zeichen, dass du auf dem Weg bist, dass dein Inneres beginnt wieder zu atmen. Nicht laut, nicht für andere sichtbar, aber echt. Du musst nicht strahlen, es reicht, wenn du atmest. Kennst du diese Zwischenräume zwischen den Gefühlen? Was war dein erster Schritt aus der Dunkelheit? Teile das in den Kommentaren. Vielleicht erkennt sich jemand darin wieder. Und wenn du spürst, dass dir diese Worte gut tun, dann klick auf Abonnieren. Hier darfst du ganz du sein.